Servus Technikfreunde, ich begrüße euch zu meinem Review-Video von dem Tomlov Microscope DM201 und nach dem Intro starten wir gleich rein mit dem Unboxing, also bleibt dran und viel Spaß damit! Ich habe mir das Tomlov DM201 gekauft, das ist die 7 Zoll Variante. Es gibt auch das DM202, das hätte dann die 10 Zoll Bildschirmdiagonale. Ich habe mich hier für die kleinere Variante deshalb entschieden, weil man sie leichter verstauen kann, nimmt weniger Platz weg und wenn man dann doch mal ein bisschen ein größeres Bild braucht, kann man ja einen externen Monitor über das HDMI-Kabel anschließen. Das Mikroskop kann entweder über eine externe Stromversorgung hier mit dem beigelegten Netzteil versorgt werden oder mit dem eingebauten 20.000 mAh Akku. In anderen Videos von englischsprachigen YouTubern hatte ich gesehen, dass hier ein 18650 Akku verbaut war im hinteren Teil des Bildschirms, den man auch mit einer Schraube entsprechend die Klappe öffnen konnte und austauschen. Bei meinem habe ich jetzt hier eine solche Schraube hinten nicht gesehen. Das heißt also, hier in der neuen Variante scheint der Akku fest verbaut zu sein, was ein bisschen schade ist, da man ja so den Akku, wenn er mal defekt ist, nicht so leicht austauschen kann. Auf der Rückseite finden wir dann hier den Anschluss für HDMI und den Slot für die Speicherkarte. Eine 32 GB Speicherkarte ist auch mit inbegriffen und dann noch den USB-C-Eingang für die Stromversorgung von dem Mikroskop und auch noch ein 5-Volt-Ausgang mit USB-A-Buchse, falls man noch andere Geräte mit Strom versorgen möchte. Als nächstes haben wir hier die Halterung für das Mikroskop selbst mit der Zahnstange hinten dran und den Rändelschrauben, wo man die Höhe entsprechend verstellen kann. Hier haben wir die eigentliche Plattform oder im Englischen Baseplate genannt. Hier haben wir auch noch links und rechts zwei LED-Lampen mit Schwanenhals. Da kann man dann auch nochmal das Objekt direkt beleuchten. Die Halterung hier reinzuschrauben ist ein bisschen fummelig und ich habe hier auch einen Fehler gemacht, den ihr vielleicht seht. Nämlich der Winkel unten von der Halterung ist ein wenig zu schräg, nicht im 90-Grad-Winkel zur Grundplatte. Das muss ich dann später noch mit dem Schraubenschlüssel entsprechend anpassen. Aber erstmal habe ich mich natürlich gewundert, warum das hier einen auf schiefen Turm von Pisa macht. Hätte ich die Anleitung natürlich gelesen, da stand drin, dass man das natürlich als erstes überprüfen sollte. Also, Anleitungen lesen macht manchmal auch Sinn. Damit ihr das Objektiv von dem Mikroskop hier in die Halterung reinstecken könnt, müsst ihr zuvor die Schrauben hier ganz rausdrehen und dann natürlich das Objektiv bis ganz nach unten hin durchstecken. Ansonsten könnt ihr ja später den Fokus nicht mehr drehen, wenn ihr das hier zu weit oben arretiert. Diese LEDs hier mit dem Schwanenhals, die an der Grundplatte befestigt sind, können übrigens nur dann in Betrieb genommen werden, wenn eine externe Stromversorgung angeschlossen ist. Ich hatte auch versucht, hinten den 5-Volt-Ausgang vom Bildschirm zu benutzen, um unten die LEDs von der Basisplatte mit Strom zu versorgen. Das funktioniert aber leider nicht. In der Anleitung steht, dass der Akku erst einmal geladen werden muss. Das, was ich jetzt hier probiere, funktioniert also nicht, das Mikroskop einzuschalten. Also die Basisplatte mit Strom versorgen und von der Basisplatte aus wiederum mit einem USB-Kabel den Bildschirm entsprechend mit Strom zu versorgen.
was ich jetzt hier auch nicht gleich gecheckt hatte. Ich habe gedacht, auf wundersame Weise würde der Strom jetzt über die Halterung von der Basisplatte in den Bildschirm gelangen. Manchmal ist man einfach ein bisschen doof. Da bin ich aber jetzt dann erst später drauf gekommen, dass ich jetzt hier den Bildschirm natürlich auch noch mit Strom direkt versorgen muss über den USB-C-Eingang. Und da könnt ihr von der Basisplatte natürlich den Strom abgreifen über den USB-A-Ausgang. Ah, kaum macht man es richtig, schon funktioniert's. Also, jetzt startet das Mikroskop und der Akku wird auch geladen. Es dauert eine Zeit lang, bis man sich an die besondere Bedienung des Menüs in Verbindung mit den Tasten gewöhnt hat, aber wenn man es dann erstmal raus hat, dann geht's. Aber ansonsten vermeide ich es, in das Menü reinzugehen. Hier seht ihr jetzt meine ersten erbärmlichen Versuche, das Mikroskop zu verwenden. Da habe ich jetzt einfach die Anleitung mir hier untergelegt und ja, der Fokus ist ein bisschen schwergängig, also man muss ziemlich lang drehen. Hier versuche ich jetzt auch nochmal mit Gewalt die Stange gerade zu biegen, weil die ja nicht im 90-Grad-Winkel zur Grundplatte ist. Das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Da hole ich mir jetzt gleich einen Schraubenschlüssel und bringe das mal in den rechten Winkel. Ja, also die Einrichtung dauert ein bisschen, wenn man die Anleitung nicht liest. Ah, endlich im 90-Grad-Winkel zur Grundplatte. So, und jetzt nochmal beherzt den Fokus drehen. Drehen, 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 drehen. Aha, und jetzt sehen wir auch endlich mal ein Bild. Am Anfang habe ich hier noch ein bisschen gekämpft, weil alles noch ein bisschen lose war und rumgewackelt hat. Dann müsst ihr unten hier diese schwarze Kontermutter anziehen, damit die Zahnstange entsprechend fest mit der Grundplatte verbunden ist. Und die Ausrichtung gestaltet sich dann ein bisschen schwierig. Zu diesem Zeitpunkt war ich ehrlich gesagt ein bisschen frustriert von dem Mikroskop oder nicht so begeistert. Aber das hat sich ehrlich gesagt später gelegt, aber dazu dann mehr. Wenn man so wie ich hier das Mikroskop natürlich ziemlich weit nach oben gedreht hat, also der Abstand zu der Platine relativ groß ist, dann hat man hier natürlich nur eine bessere Lupe, aber kein wirkliches Mikroskop. Was ich auch empfehlen kann, ist hier der automatische Weißabgleich in dem Menü durchzuführen. Da müsst ihr dann nochmal ein weißes Papier unterlegen und auf diesen WB, also White Balancing, klicken und dann auf Kalibrieren. Die Anleitung ist hier nicht das richtige Papier, weil die bedruckt ist. Also habe ich mir nochmal ein weißes Papier hergeholt, habe das untergelegt und dann habe ich im Menü auf White Balancing Kalibrieren gedrückt. Und hier auch nochmal
Total touchverwöhnt vom Smartphone natürlich aufs Display erstmal getoucht, aber das bringt natürlich nichts. Die Steuerung ist über die Tasten. Und hier auch tut sich erstmal nichts, also man muss auch nochmal mit OK bestätigen. Das Menü ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber dieser Weißabgleich lohnt sich auf jeden Fall, das Bild sieht danach auf jeden Fall viel besser aus. So, hier komme ich jetzt endlich mal auf die glorreiche Idee, die Linse des Mikroskops näher an die Platine ranzufahren, um endlich auch den Mikroskopeffekt nutzen zu können. Wenn man dann erstmal alles eingerichtet hat und sich mit der Bedienung ein bisschen vertraut gemacht hat, dann fängt auch an, die Begeisterung für das Mikroskop zu steigen und die anfängliche Frustration geht ein bisschen vergessen. Ich hatte mir bei eBay hier mal so einen Silizium-Waver gekauft. Der kam aber wegen unsachgemäßer Verpackung in Bruchstücken an. Da wollte der eBayer sogar noch, dass ich quasi auf den Kosten sitzen bleibe. Aber zum Glück gibt es den PayPal-Käuferschutz. Bei glatten Oberflächen wie diesem Silizium-Waver sieht man jetzt das Problem, dass die Beleuchtung des Mikroskops sich auf dem Objekt spiegelt. Da gibt es so einen kleinen silbernen Ring, der liegt auf dem Tisch rechts neben dem Schraubenschlüssel. Den könnt ihr unten in das Mikroskop reinschrauben und entsprechend die Reflexion der Beleuchtung zu minimieren. Als nächster Test hat mich natürlich brennend interessiert, wie sieht das Ganze aus mit einem extern angeschlossenen Monitor. Also hier habe ich jetzt meinen Smart TV mal angeschlossen mit 58 Zoll und das beigelegte Kabel von Mini HDMI auf HDMI ist ja leider nur 1,50 Meter lang. Da musste ich dann ein bisschen näher an den Fernseher ran. Das war nicht so ganz so schön, aber da kann man sich ja einen Adapter kaufen oder ein längeres Kabel und dann geht es schon. Ja, hier sieht man jetzt die Reflexion umso deutlicher auf dem großen Monitor. Das kann man, wie gesagt, dadurch unterbinden, indem man diesen Reflektions- oder Antireflexionsring in das Objektiv reinschraubt. Oder, wie ich es dann im nächsten Schritt gemacht habe, ich habe einfach die direkte Beleuchtung von der Linse ausgeschaltet und habe das dann über die seitlichen LED-Strahler hier angeleuchtet und dann verschwinden die Reflexionen entsprechend auch. Ja, also so sieht es doch eigentlich schon ganz gut aus. Und ja, je mehr man sich mit dem Mikroskop beschäftigt, umso begeisterter wird man von diesem kleinen Gerät, auch wenn anfänglich vielleicht ein bisschen Frustration da war beim Zusammenbau. Ein wichtiger Einsatzzweck ist natürlich zum Beispiel das Löten von SMD-Teilen und da muss man natürlich ein bisschen weiter weggehen mit der Linse, um entsprechend Platz zu haben mit dem Lötkolben. Im Lieferumfang ist jetzt hier auch noch diese kleine Fernbedienung mit dabei. Da kann man rein und rauszoomen, leider nur ein digitaler Zoom, also eigentlich unbrauchbar. Der einzig sinnvolle Anwendungszweck ist zum Beispiel über die mittlere grüne Taste kann man die Videoaufzeichnung starten, anstatt direkt an dem Mikroskop auf die OK-Taste zu drücken, wodurch natürlich dann wieder die Aufnahme ein bisschen verwackelt und das kann man dadurch vermeiden, indem man die Aufnahme entsprechend durch die grüne Taste
an dieser Fernbedienung startet. Aufgezeichnet wird also entweder das Video- oder Fotoaufnahmen auf der eingelegten SD-Karte, die wie gesagt im Lieferumfang mit dabei ist. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie das aussieht. Die Auflösung von der Videoaufnahme ist 1920 x 1080 Pixel bei 30 Frames per Second und die Auflösung bei Fotoaufnahmen ist mit 16 Megapixeln 5376 x 3024. Dann aber wahrscheinlich interpoliert. Ich denke mal, dass die Videoauflösung hier die native Hardwareauflösung ist. Hier ist mir dann auch mal eingefallen, mal was richtig Cooles aufzunehmen, und zwar hier durch das Glasfenster von EEPROMs direkt in den Chip rein zu filmen. Und ja, meine Begeisterung, wie gesagt, ist gestiegen und gestiegen für dieses kleine Mikroskop. Gerade wenn man es entsprechend dann auch mal richtig einsetzt, also wenn man hier richtig nah rangeht mit der Linse an diese Fenster von den ICs und dann entsprechend reinzoomt, dann kann man hier wirklich richtig tolle Details sehen und richtig, ja, mal die Dinge eigentlich sieht, wie man sie sonst gar nicht so sehen kann. Und ja, das ist also schon ein himmelweiter Unterschied zu diesen holprigen Versuchen, die ich am Anfang gestartet hatte. Ich habe dann auch mal getestet, wie denn so die Akkulaufzeit ist, wenn der Akku dann voll aufgeladen ist, und bin auf eine Laufzeit von 3 Stunden gekommen. Allerdings hatte ich die Hintergrundbeleuchtung im Menü von dem Display auf 20% reduziert. Ich habe mir das Mikroskop selbst bei Amazon für 200 € gekauft. Das ist also hier nicht gesponsert. Bei AliExpress hätte es komischerweise auch 200 € gekostet. Die größere Variante wäre bei AliExpress aber billiger gewesen. Da ich nicht ewig warten wollte, habe ich es mir aber bei Amazon gekauft, da ja bei AliExpress und Amazon der Preis hier ungefähr gleich war. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Würde mich freuen. Macht's gut, ciao!